Guten Morgen. Heute wieder ein Wort aus dem Psalm. Ein Psalm von David, 144. Gepriesen sei der Herr, bei ihm bin ich geschützt, wie hinter einem großen Felsen. Er hat mir gezeigt, wie ich mich wehren kann und wie ich im Kampf die Waffen gebrauchen muss. Wie gut ist Gott zu mir. Er gewährt mir Zuflucht und Sicherheit. Er ist mein Schild, der mich vor Bösen bewahrt. Er hat mich zum Herrscher über sein Volk gemacht. Gott hat David zum Herrscher über das Volk Israel damals gemacht, weil er ganz genau wusste, dass er ein guter König ist. Ein König, der nach ihm fragt, ein König, der nach ihm sein Leben ausrichtet. Er ist nur ein kleiner Hirte gewesen, ein Hirte, der auf dem Feld die Schafe gehütet hat. Ein Hirte, der nicht angesehen war. Er war der Letzte aus der Familie, den sie gerufen hatten. Alle anderen Brüder von ihm wurden damals vorgestellt. Und es ist nur David von Gott ausgewählt worden. Und Gott hat ihm gezeigt, wie er kämpfen soll. Gott hat ihm gezeigt, wie er mit dem, was um ihn ist, umgehen soll. Er hatte eine harte Zeit, bevor er König wurde. Er musste kämpfen, er musste um sein Leben kämpfen, denn König Saul war hinter ihm hinterher. Weil er genau wusste, König Saul, dass David der nächste König wird. Und das wollte er nicht. Er wollte, dass sein Sohn König wird und dass er wartet, bis er dann stirbt. Aber Gottes Wege sind oft anders. Gottes Wege sind anders, als wir uns das immer wieder denken. Und daran sollten wir denken. Gott rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen. König David hat er ausgerüstet, dass er kämpfen konnte gegen die Feinde, die er hatte. Gott rüstet auch uns aus, zu kämpfen gegen die Feinde, die wir haben. Die Feinde, die uns immer wieder angreifen. Nicht menschlich nur, sondern auch anders. Es gibt genug andere Sachen, die uns angreifen. Unsere Psyche selber, wo wir immer wieder überlegen müssen, ist das richtig, was ich jetzt denke? Vielleicht auch da mal überlegen, ist es richtig, dass ich mich nicht so wertschätze? Es ist besser, wenn ich mich selber wertschätze und so sehe, wie Gott mich sieht. Ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin das Kind, um das er sich kümmert. Dass er nie alleine lässt, sondern dass er immer wieder zeigt, ich bin da für dich. Ich liebe dich, mein Kind. Das ist das, was Gott zu uns immer wieder sagt. Das ist das, was Gott uns immer wieder zeigt in seinem ganzen Wort. Jeder Mensch, der ihm vertraut hat, der ist einen guten Weg gegangen mit ihm. Der hatte gemerkt, dass Gott hinter ihm steht. Der hatte gemerkt, dass Gott da ist. Er hatte gesehen, dass Gott ein Gott ist, der wunderbare Wege hat. König David hatte ein gutes Leben als König dann und er hat auch gute Entscheidungen getroffen. Er war ein wunderbarer König für sein Volk und das hat Gott gewusst, deswegen hat er ihn ausgerüstet und ausgewählt gehabt. Und genauso hat er mit dir einen Plan. Er möchte mit dir einen bestimmten Weg gehen, den er schon längst für dich ausgesucht hat. Manchmal brauchen wir Jahre, bis wir diesen Weg gehen. Manchmal brauchen wir nicht lange, um diesen Weg zu erkennen und wirklich zu sagen, ja Gott, ich will diesen Weg mit dir gehen. Aber seien wir mutig, dass wir wirklich sagen, ja Gott, ich will diesen Weg mit dir gehen, den du mir immer wieder zeigst. Ich glaube dir, ich traue dir das zu, trotz aller Umstände, die im Moment sind, trotz aller Kämpfe, die im Moment um mich sind. Denn es ist nicht einfach, diesen Weg mit Gott zu gehen und zu sagen, ich gehe dorthin, wo du mich haben möchtest. Es gibt zum Beispiel auch Noah, der hat 100 Jahre an dem Boot gebaut. Und ich denke immer so, 100 Jahre in der Wüste, wo gar kein Wasser ist. Das muss man sich überlegen, was er aushalten musste, diese 100 Jahre lang. Die Leute haben ihm bestimmt gesagt, du bist ein Spinner, du bist doch verrückt. Was baust du hier im Boot? Hier ist doch überhaupt kein Wasser. Doch er hat Gott vertraut und es war gut, dass er Gott vertraut hat. Sonst wäre auch seine Familie umgekommen. Und Gott hat ihn beschützt, Gott hat ihm gesagt, dass kommen wird und er hat sich darauf eingelassen. Und sie haben überlebt. Sie haben die Flut überlebt. Und daran müssen wir denken, denn wenn wir Gottes Weg gehen, überleben wir. Zumindest spätestens dann, wenn wir in seiner Herrlichkeit sind. Dann leben wir mit ihm in seiner Liebe. Und daran sollten wir denken, das ist das Ziel, wo wir hinwollen, in seine Gegenwart.
Lassen Sie uns beten. Gott, wir danken dir dafür, dass du ein gutes Zuhause für uns bei dir einrichtest. Wir danken dir dafür, dass Jesus schon hingegangen ist und gesagt hat, er richtet für uns eine Stätte ein bei dir, Gott, dass wir bei dir leben können. Und darauf freuen wir uns. Wir danken dir dafür, dass du sowas für uns bereithältst, dass du sowas baust für uns und dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir sicher sind. Egal wie die Umstände sind, egal wie das Leben hier ist, wir danken dir dafür, dass du da bist, uns siehst, uns liebst und uns Ruhe schenkst in allem, was wir durchmachen. Wenn wir den Blick auf dich wenden, dann haben wir Frieden, trotz allem Unruhen, die uns umgeben. Wenn wir auf dich sehen, sind wir geborgen. Dafür danke ich dir und lobe und preise dich. Und ich danke dir, dass du uns heute auch wieder durch den Tag führst, dass du uns heute zeigst, was dran ist und dass du mit uns gehst. Amen. Ich wünsche Ihnen wieder einen gesegneten Tag. Bis morgen.